Und wir blicken weiter nach Bonn, denn von da ist mir jetzt zugeschaltet der Politikwissenschaftler Professor Volker Kronenberg. Guten Mittag, Herr Kronenberg. Guten Tag, Frau Schopelius. Sarah Wagenknecht fordert nun also von der Thüringer CDU eine Distanzierung vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Das ist ein äußerst riskantes Spiel. Überzieht Frau Wagenknecht hier ein bisschen? Naja, wenn sie das tatsächlich so haben will in der Sache, wie sie das jetzt rhetorisch formuliert oder gestern auch im Beitrag in der Sendung Bericht aus Berlin, dann ist das natürlich für die Union nicht nur misslich oder unbequem, sondern natürlich nicht machbar. Hier einen ganz massiven Keil zu treiben, also Distanzierung eines wichtigen Landesverbands im Osten von der Bundesspitze und dem Bundesvorsitzenden, darauf kann sich natürlich die Thüringer CDU nicht einlassen, die Gesamtunion auch nicht. Und das weiß natürlich Frau Wagenknecht. Insofern, da hier alle Profis am Werk sind, stellt sich ja die Frage, warum tut sie das? Und ich glaube, ganz wichtig ist hier zu sehen, dass am Tag zuvor, am Samstag, es ja eine ganz interessante Einlassung der Thüringer Spitzenkandidatin des BSW gegeben hat, Katja Wolf, die ja gesagt hat, ganz offenkundig, hat Frau Wagenknecht eher die Bundesebene und die kommende Bundestagswahl im Blick als pragmatisches Regierungshandeln in Thüringen. Und ich würde mal sagen, das ist ja starker Tobak. Und ich glaube, darauf zielt das Ganze eher. Herr Kronenberg, Sie haben es jetzt eben erwähnt. Man hat das Gefühl, Frau Wagenknecht blickt sehr stark auf die Bundestagswahlen. Sie hat aber auch sehr große Versprechen bezugnehmend auf die Bundestagswahlen gemacht. Versprechen, die auf landespolitischer Ebene vielleicht nicht unbedingt einlösbar sind. Versprechen, an denen die Wähler sie dann aber messen werden. Könnte vielleicht ein Hintergrund sein, dass sich Wagenknecht eben hier auch eine Ausstiegsoption offen halten will, falls eine ihrer doch sehr harschen Forderungen nicht erfüllt wird? Das ist nicht auszuschließen und das wäre ja übrigens auch nicht das erste Mal in der politischen Karriere oder des Werdegangs von Sarah Wagenknecht. Es ist hochriskant ohnehin, wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und sozusagen so ein bisschen diese unübersichtliche, aber ja aus Sicht im Grunde doch aller Gesprächsbeteiligter in Thüringen mal ein Stück zurückgeht und die lange Linie sieht, dann ist das ganze Unternehmen BSW um Sarah Wagenknecht ja so ohnehin hochriskant gewesen. Man hat jetzt sehr große Erfolge in 3 Wahlen, in drei Landtagen im Osten erzielt und der Weg zur Bundestagswahl ist noch sehr lang, nämlich über ein Jahr. Und letztendlich machen wir uns doch nichts vor, daran besteht ja kein Zweifel, hat natürlich Sarah Wagenknecht, sie kommt aus dem Bundestag, aus Caerlafontaine im Hintergrund, sie hat natürlich eine Neuordnung oder im Grunde ein Aufmischen des gesamtdeutschen Parteiensystems ja eher im Blick, zielt also auf den Bund. Und jetzt kommen hier diese 3 doch beachtlichen Wahlerfolge in diesen 3 Landtagen. Und jetzt ist man irgendwo ja doch in der Pflicht. Und gerade Katja Wolf ist es abzunehmen, die ja kommunal auch sehr viel Verantwortung getragen hat, dass man da mitgestalten will. Und das ist ein Dilemma. Weil eins ist doch klar, Frau Schopelius, man kann fordern, maximal und rhetorisch und das alles aufladen und immer mehr Maximalismus. Aber das kann man natürlich nur dann, wenn man nicht in die Niederungen des politischen Alltags einsteigt. Und wenn man sich darauf jetzt einlässt, und in Thüringen hat man noch nicht mal, Brombeer hin oder her, ja noch nicht mal eine eigene Mehrheit, und dann ist Sachsen schwierig, da haben wir es mit Kretschmann, einem sehr selbstbewussten Ministerpräsidenten zu tun, nochmal Wojtke Brandenburg. Das Ganze ist, sagen wir mal, sehr schwierig, sehr fordernd, sehr unübersichtlich fürs BSW. Und das ist nicht wirklich erfolgsversprechend und nicht besonders angenehm für Frau Wagenknecht. Und tatsächlich jetzt, auch wenn man nur kleine Landesverbände hat, nur sehr wenig Mitgliedschaft, jetzt, Stichwort Katja Wolf, werden ja schon erste Risse zwischen Bund- und Ländergliederungen sichtbar. Ich will sagen, also das Erfolgsprojekt BSW steht ein bisschen auf der Kippe und damit natürlich auch diese Sondierungs- oder womöglich Koalitionsgespräche. Stand heute kann man nicht ernsthaft der Union oder gar auf der SPD, aber gerade der Union raten, sich auf so ein Unterfangen einzulassen. Es bleibt also weiterhin alles offen im Osten. Vielen Dank für diese interessante Analyse von Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler, zugeschaltet aus Bonn. Sehr gerne.